Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Freunde. Heute dreht sich alles um dieses tolle Exemplar. Also heute reden wir ein bisschen über die Pulsar Feinmann F01 Noctua Edition. Also wir schauen uns gleich zusammen ein Unboxing an. Danach habe ich versucht, die Lautstärke des Lüfters ein bisschen für euch festzuhalten, sofern das funktioniert. Ja, und am Ende vom Video kommen wir dann noch zum Fazit, was ich von der Maus hier so halte. Also Freunde, es geht los mit dem Unboxing und wie gesagt, danach Lautstärke und dann sehen wir uns wieder. Also legen wir los. Kommen wir jetzt zu einem kleinen Soundcheck der Noctua Feinmann Edition. Die gute Feinmann Noctua Pulsar Maus. Ja, was soll man davon halten? Für mich ist es wirklich eine sehr gute Maus. Sie liegt sehr gut in der Hand. Die Funktion mit dem Lüfter ist interessant, würde ich sagen. Ist ein nettes Feature. Bisher habe ich ja die Angry Meow Maus benutzt. Ich versuche es mal ein bisschen in die Kamera zu halten, ob man da was sieht. Ja, da ist sie. Also die Maus habe ich bisher verwendet. Wie ihr seht, ist sie auch sehr offen. Einige da draußen, noch mal ein bisschen hier in die Kamera. Einige da draußen finden es schlimm, dass die Maus so viele offene Flächen hat. Ich verstehe das Drama nicht. Da wird oft gesagt, das ist so schwer zu putzen etc. Aber mal ganz ehrlich, Freunde, wie sehen denn eure Arbeitsumgebungen aus, eure Schreibtische? Also wenn ihr ein Problem habt, mit so viel Dreck und Staub für so eine Maus zu putzen, dann habt ihr, glaube ich, ein generelles Problem, was euren Arbeitsplatz angeht. Aber das nur mal so ein Gedanke von mir. Kommen wir zurück zur Maus. Also, die technischen Daten sind soweit bekannt. In der Beschreibung habe ich auch nochmal die
Links für euch zusammengefasst, wo ihr die erwerben könnt, aber auch noch bei Noctua euch die genauen Details anschauen könnt. Ja, heute ist wieder ein bisschen durcheinander. Also für mich persönlich ist die Maus wirklich sehr gut. Sie hat eine sehr gute Größe, sie gleitet wirklich super, muss ich sagen. Ich fand sie jetzt von meinem Testbetrieb wirklich sehr angenehm. Ich überlege auch, ob ich jetzt von der Angry Meow auf die Noctua oder auf die Pulsar-Maus wechseln soll. Ja, weil ich finde, mit großen Händen ist sie doch sehr angenehm zu bedienen. Also von daher, wenn ihr große Hände habt, sollte das auch funktionieren mit der Maus. Alles in allem würde ich sie empfehlen. Der Preis ist natürlich eine Ansage. Aktuell ist sie quasi ausverkauft. Man kann sie auf der globalen Seite vorbestellen, also da ist das Pre-Order aktiv. Ja, der Preis beträgt 199 € plus Versandkosten. Das kann man mal so stehen lassen, das kann man mal verdauen und man muss sich selbst fragen, ob das einem dieses Stück wert ist. Wenn man natürlich, ja, wie ich die Deskmat von Noctua habe etc., beziehungsweise einfach dieses Design schön findet, dann ist es quasi schon ein Must-Buy. Aber ansonsten, ja, müsst ihr wissen, was ihr also ob ihr wirklich 200 € für eine Maus ausgeben wollt. Ob sie es wert ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich bin sehr zufrieden, aber das habt ihr, glaube ich, jetzt auch schon gehört in den letzten 1-2 Minuten. Ja, und werde sie erstmal weiter benutzen und schauen, ob ich wieder auf die Angry Meow zurückgehe oder ob ich einfach die Noctua jetzt in meinem täglichen Gebrauch habe. Also Freunde, was sagt ihr zur Noctua Feinmann Pulsar F01? Riesenlanger Name. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Wenn ihr Fragen zur Maus etc. habt, ich versuche euch da gerne alles zu beantworten. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende dieses kurzen Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie schon gesagt, schreibt mir einfach alles in die Kommentare. Ich versuche zu antworten. Und in diesem Sinne, Freunde, sehen wir uns im nächsten Video.